Advent, Advent, was ist das Ente-Element? Und damit herzlich willkommen zu Tag Nummer 16 im Jahre 2020 zu Advent of Code. Ja, heute geht es um Tickets. Tickets, die wir leider nicht verstehen können, weil wir die Sprache offensichtlich nicht sprechen, wo wir gerade unterwegs sind. Deswegen versuchen wir Visual Hacking anzuwenden. Das ist im Endeffekt die Technik, dass wir allen auf ihr Ticket gucken und dann rausfinden, was eigentlich unser Ticket sagt. Ja, im Endeffekt kriegen wir einen Haufen Werte und wir sollen ausrechnen, welches Ticket eigentlich gültig ist und welches nicht. Und unsere erste Antwort ist unsere Ticket Scanning Error Rate, also wie häufig wir Fehler machen beim sozusagen Visual Hacking und beim Abgucken von den ganzen Dingern. Ich werde euch nur ganz kurz vorstellen, was wir hier haben. Und zwar, was für ein Input wir hier quasi haben. Nämlich einmal Departure Location, also quasi wo wir abfahren, also welche Station wir abfahren, welche Plattform wir abfahren, welchen Track wir abfahren, welches Datum, welche Zeit und so weiter und so fort. Also die ganzen Informationen hier müssen wir irgendwie verarbeiten und dann haben wir eine Information namens Your Ticket. Dieses Your Ticket ist im Endeffekt das Ding hier, wobei die Fragezeichen, wie gesagt, für Zeichen stehen, die wir nicht lesen können und deswegen können wir nur die Zahlen lesen. Das heißt, ja, wahrscheinlich irgendeine fremde Sprache oder sowas, die wir überhaupt nicht verstehen. Und deswegen können wir hier nur die Zahlen uns angucken und das sind diese Zahlen in eine komprimierte Form gebracht. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, in ganz viele andere Tickets reinzulunzen hier und die mal zu analysieren. Und dann sollen wir rausfinden, wie hoch ist eigentlich unsere Fehlerrate beim Angucken der Tickets. So, jetzt ist natürlich noch wichtig, also ich wollte euch zuerst dieses Mal den Input zeigen, weil ich habe die Aufgabenstellung anhand des Textes alleine nur schwer verstanden, sagen wir es mal so. Okay, im Endeffekt ist jetzt also basierend auf diesem Ding hier, basierend auf diesen gesamten Zahlen, die wir hier haben, unsere Aufgabe erstmal rauszufinden, welche Zahl aus diesem ganzen Spektrum hier gehört zu diesem ganzen Zeugs hier. Das heißt, wir müssen rausfinden, was davon ist eigentlich was. Die 97 könnte jetzt zum Beispiel die Departure Location sein. Aber sie könnte auch die Departure Station sein, aber sie könnte auch die Plattform sein, sie könnte auch der Track sein, sie könnte auch das Date sein und so weiter und so fort. Aber wenn wir quasi alle Tickets uns angucken, nämlich immer die erste Zahl hier vorne, dann sehen wir hier schon 609, ja. 609 kann niemals, okay doch, es kann, verdammt, es kann Departure Location sein, aber zum Beispiel hier das hier, doch, ist auch noch möglich, verdammt. Okay, also ihr wisst, was ich meine, wir müssen quasi rausfiltern, was nicht mehr möglich ist. So. Und ja, das wird eine große Aufgabe, nehme ich an. Ich bin gespannt, was Part 2 ist. Vor dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Die werden nämlich meistens ein bisschen schwerer. Gut, also ich würde sagen, es sollte klar sein, mit was wir das machen. Und dann, wenn wir so einen fetten Input haben, nehmen wir natürlich Regex, damit wir es uns noch ein bisschen schwerer machen können. Okay, aber wir fangen an wie immer, sodass wir quasi einfach mal uns das ganze Problem ansehen können. Und zwar with open 16.txt als Datei. Und zwar, ja, wir wollen hier uns die Lines mal auslesen. f.read.split lines. So, und jetzt will ich als allererstes mal wissen, welche Zeilen überhaupt für uns Regeln sind. Also im Endeffekt, wir unterteilen das ganze Ding jetzt. Das hier oben sind die Regeln, das ist unser Ticket und das sind die Nearby-Tickets, mit denen wir die Regeln quasi kleiner machen. Das heißt, wir filtern erstmal raus ganz kurz, welches eigentlich, wie viel sind denn das? Sind das, Moment, was ist das letzte? Zone. Wisst ihr was? Ich glaube, das probieren wir es mal mit 10. So. Das wäre dann das letzte Arrival Track. Arrival Track, okay, was ist, wenn wir 20 draus machen? Und wir sind bei, ich bin zu faul zu zählen, es tut mir leid. Zone. Zone ist gut. Zone ist genau das letzte. Mann, wie gut ist das denn? Okay, also 20 Stück brauchen wir hier. Das heißt, wir haben hier, wir brauchen noch irgendwas, wo wir uns die Regeln reinspeichern können. Ich glaube, wir brauchen da auch ein Dictionary dazu. Weil wir, ja, wir brauchen ein Dictionary dazu, weil wir natürlich die Namen auch irgendwie haben müssen. Okay, und jetzt gehen wir hier einmal durch. For i in, beziehungsweise for line in Lines von 0 bis 20, also von Anfang bis 20. Das sind quasi unsere Regeln. Das ist dieser Input hier, der von Departure Location bis Zone geht. So, angefangen hat jede dieser Regeln hier, wie zum Beispiel Departure Location, die fangen alle an mit, haben die alle 2 Wörter? Wir
könnten es natürlich auch einfach splitten, ne? Das wäre wahrscheinlich einfacher. Aber egal, wir machen es wieder mal mit regex, weil wir regex benutzen wollen mal wieder. Die sind, nee, sind nicht alle 2 Wörter. Okay. Also, eventuell 2 Wörter, eventuell auch nicht 2 Wörter. Ach, wisst ihr was, ich bin ein bisschen zu faul. Ich glaube, die Dinger werden zu groß werden für regex. Ich glaube, wir machen das heute mal ohne regex. Okay, als allererstes brauchen wir natürlich den Namen der Regel. Der ist normalerweise, beziehungsweise, ja doch, der ist in line.split. Und zwar, wir wollen am Doppelpunkt splitten und dann den vorderen Teil uns rausziehen. Das ist der erste Part. Der zweite Part ist erstmal, den zweiten Part können wir durchaus mit regex machen, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier eventuell mehrere Dinge. Also wir haben jetzt hier OR. Sind die alle mit OR verknüpft? OR. Und das sind immer alles 2 Regeln. Also einmal hier und einmal hier. Ja, okay, dann ist es gar nicht so kompliziert. Dann können wir hier nämlich sagen, for r in regex. Achso, da müssen wir erstmal noch regex importieren. Import RE. So, jetzt müssen wir wieder nachdenken. Wir brauchen find all, weil wir natürlich mehrere Dinge finden wollen, weil wir hier, wie gesagt, nicht nur eine Regel haben. Wir nehmen uns immer nur diese eine erste Regel hier. Und wir machen jetzt hier, was machen wir? Den regex-String erstmal eine Zahl, das heißt \d. Die muss auf jeden Fall mindestens eine Stelle haben, dann kommt ein Bindestrich, dann kommt noch eine Zahl, die mindestens eine Stelle hat. Und ja, ich benutze das Numpad. So, was wollen wir anwenden? Oder auf was wollen wir das anwenden? Auf line. Und dann haben wir eigentlich schon alle beiden unsere Zahlen und müssen das jetzt noch in unsere Regeln dementsprechend einbinden. Und zwar mit Rules von Name. Was machen wir? Ich würde sagen, wir basteln uns hier tatsächlich eine Liste mit, Rule ist gleich eine Liste. So. Und wir basteln uns hier jetzt tatsächlich eine Liste aus Rule mit Append. Was wollen wir machen? Moment. Ach so, dann habe ich ja wieder nur einen String, ne? Ach, das ist Quatsch. Das ist viel zu umständlich. Line.split. Am Bindestrich, so, nee, halt erst am OR wird gesplittet, am leer, OR leer, dann kriegen wir hier nämlich das da. Das ist quasi unsere Rule und jetzt haben wir R, das R besteht jetzt aus 27 bis 180 und das heißt, wir appenden hier, wir machen das Ganze als Tupel, weil wir immer von bis haben, wir haben ja immer eine Spanne und zwar int von i for i in r.split Bindestrich. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Rules von Rule ist gleich Rules von Name, Entschuldigung. Rules von Name ist gleich Rule natürlich. Das sollte so eigentlich funktionieren, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wir gucken uns jetzt danach mal ganz kurz die Rules an. Print Rules, weil ansonsten wird das sehr, sehr unübersichtlich. So, das ist ein Generator Object. Na toll. Ein Generator Object. Ich muss hier unten drunter definitiv noch einen Exit aufrufen. Ich kann das nicht haben, wenn es da unten nicht Process Finished with Exit Code heißt. Dann macht mich das komplett kirre. Das funktioniert nicht. So. Okay, jetzt zu diesem Generator Object. Das war so nicht geplant. Wir wandeln das jetzt hier mal ganz kurz in Tupel explizit um, weil ich will das Ding fertig haben. Ich will, ach, verdammt. For in 10 with Base 10, Departure Location. Oh, ich meine natürlich hier in Line von dem hier, Punkt Split von 1, Punkt Split OR und dann splitten wir das Ganze wieder. So. Okay, von 27 bis 180, von, was? 187 bis 953. Achso, ja, natürlich. Das ist die Departure Location. Gucken wir mal ganz kurz, ob das wirklich stimmt so. Na, hoch mit dir. Okay, Departure Location 27 bis 180, 187 bis 953. Dann haben wir 47 bis 527, 545 bis 958. Das sieht eigentlich alles richtig aus.
Departure Time, Arrival Station. Okay, dann haben wir unsere Regeln, genau. Zone, das ist das letzte. Zone ist 44 bis 290 und 310 bis 974. Perfekt. So, jetzt müssen wir natürlich noch, jetzt müssen wir hier noch uns überlegen, wie wir das Ganze eigentlich aufteilen, beziehungsweise wie wir rausfiltern. Aber wir haben auch eine Fehlerquote, das macht das Ganze nicht einfacher, Leute. Oh. Können wir laut Aufgabenstellung erstmal davon ausgehen, dass die Felder richtig sind? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Ich habe nochmal hier genauer gelesen. Und zwar, start by determining which tickets are completely invalid. Also komplett ungültig. Das heißt, diese Tickets enthalten Values, die für gar kein einziges Field richtig sind. Das heißt, wir sollen nur herausfinden, Nearby Ticket, Ticket Scanning Error Rate. Okay, wir sollen nur herausfinden, wie viele Tickets komplett ungültig sind. Also, wo quasi kein einziger dieser Werte, also wir haben ja hier jeweils mehrere Werte, und wo einer dieser Werte für keine einzige Range gültig ist. Also hier zum Beispiel, wenn wir Wert 1 haben, ja, dann passt der hier in weder diese Range, noch diese, noch diese, noch diese. Keine einzige Range davon passt dafür. Und dadurch definieren wir unsere Ticket Error Rate. Das ist schon mal ganz gut. Da müssen wir noch irgendwie uns das Ganze separat speichern, weil ich habe keinen Bock, da jedes Mal komplett durch zu iterieren. Das wird nämlich ein bisschen aufwendig. Eigentlich sind die auch komplett unabhängig voneinander, oder nicht? Also so rein... Ach, ist egal. Range ist, Plural, Ranges ist gleich... So, und das machen wir einfach als Liste. Und jetzt gehen wir for i in rule ranges.append i. Dann müssten wir nämlich hier automatisch auch alle Ranges bekommen. Und ich habe die in der Liste, die mir ein bisschen angenehmer wird. Ich glaube, die brauchen wir nämlich gerade noch nicht. So, 27, 180. 187 bis 953. Ja, perfekt. Genauso will ich das haben. Dann können wir da ein bisschen besser damit hantieren, glaube ich. Erstmal zumindest. Ich nehme an, dass wir diese Rules hier noch irgendwann brauchen werden. Aber jetzt müssen wir ja wirklich nur rausfinden, welche Tickets komplett ungültig sind. Das heißt, for line, jetzt gehen wir ja wieder über die Lines. Line in Lines. Okay, so, welche Line ist denn das jetzt? Sekunde. Print, welche Line ist denn das jetzt? Also, wenn das hier Line 20 ist, 21, da steht sogar, okay, 25. Das heißt, 25 ist diese Zeile, wir fangen aber mit 1 an zu zählen. Also, wenn ich von 25 anmache, müsste ich die hier bekommen. 93 steht am Anfang. Lines von 25 bis Ende, bitte. So, 93 steht am Anfang. Perfekt, okay, genau, das ist die Zeile, mit der die ich wollte. Das heißt, wir machen hier Lines von 25 bis Ende. So. Okay. Jetzt müssen wir uns die einzelnen Werte erstmal holen. Also Values ist gleich, wir splitten die Line, Line.split bei einem Komma und wandeln alles in Integer um int von i for i in Line.split. Also, und das ist dann wiederum unsere Liste. Okay, ganz kurz zum Sichergehen, dass auch alles stimmt. Das sollte aber kein Problem sein. Okay, perfekt. So. Okay, wenn wir die Values haben, müssen wir die überprüfen, ob die in jede einzelne Range reinpassen. Das heißt, müssen wir zählen, ob die Tickets... Müssen wir sie zählen oder was müssen wir damit machen? Ne, wir müssen sie nicht zählen, ne? Wir müssen die invalid Values aufsummieren. Das ist unsere Lösung. Unsere Ticket Scanning Error Rate, was eigentlich keine Rate ist, aber egal. Wir müssen die kaputten Values aufsummieren. Das bedeutet, das können wir ja direkt hier oben dran machen, oder? Error Rate ist gleich. Wir fangen mit 0 an und dann überprüfen wir jeden einzelnen Value for v in Values und dann müssen wir komplett durch alle Ranges durchiterieren, um zu gucken, ob der Wert gültig ist.
Okay, also for Mini und Maxi in Ranges. If V kleiner, nee, V muss kleiner sein als, Moment, wenn er ungültig ist, muss, Moment, wollen wir jetzt gültig rausfinden? Nee, wir haben ja erstmal die Grundannahme, dass das Ding ungültig ist. Die Grundannahme ist, das Ding ist ungültig, also invalid gleich true. Und wenn er jetzt plötzlich gültig wird, dann ist es Mini kleiner. Ist es kleiner gleich? Sind die Werte inklusive oder exklusive? Wo sind wir? Adding. Ne, Moment. Hä? Ist das eine. Wie sieht denn die Range aus? Inclusive. Okay, inclusive such that 3 and 5 are both valid in this field. Okay, inclusive. Perfekt. Das heißt, wir haben hier einen kleiner gleich und ein kleiner gleich Maxi. Das heißt, wenn es innerhalb von Mini und Maxi ist, jeweils inklusive, dann ist invalid false. Das bedeutet, es ist gültig. Und wenn das Ding weiterhin if invalid, dann erhöht sich unsere Error Rate plus gleich dem Value V, oder? Moment, stopp. Ich muss ja das komplett durchgehen. So muss es sein, oder? Nein, stopp. Wir gehen ja durch V durch und wenn wir hier durch die Ranges durch sind, okay, dann ist es... Wie sieht es mit mehreren ungültigen Werten innerhalb eines Tickets aus? Kann ein Ticket, sagen wir mal, dieses Ticket hier hat den ungültigen Wert 939 und dieses Ticket hat den ungültigen Wert 262. Welcher dieser beiden Werte zählt dann? Das müssen wir uns noch irgendwo notieren. Multiple invalid values. So, aber ich glaube, es könnte sein, dass wir das gar nicht brauchen. Darüber mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken und so weiter. Ihr kennt das Prinzip KISS, ne? Keep it simple, stupid. Das heißt, wir machen uns da jetzt erstmal keine Gedanken drüber. So, also Error Rate plus gleich V. Dann haben wir das eigentlich und dann können wir uns eigentlich unsere Error Rate ausgeben, oder? Print Error Rate. Perfekt. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert soweit. Das ging verdammt schnell. Holy shit. Und es war richtig. Cool, okay, also mussten wir uns keine Gedanken drüber machen, was mit mehreren ungültigen Werten passiert. Das war einfach schon so richtig. So, Nummer 2, wie gesagt, ich pausiere euch mal kurz. Okay, also es ist tatsächlich so, wie wir befürchtet hatten. Jetzt müssen wir rausfinden von diesem gigantischen Input hier, welcher dafür für was steht. Also das ist quasi der erste Input, der für alle dasselbe ist. Also der erste Input hier, zum Beispiel sagen wir mal, das ist Zone, okay? Wir wissen nicht, was genau für was steht. Wir wissen nur, das sind die Parameter und das sind die Werte. Und jeder dieser Werte steht für irgendwas. Also das hier könnte zum Beispiel Zone sein, das hier könnte zum Beispiel Type sein, das könnte Train sein, völlig egal, und damit müssen wir quasi rausfinden, was eigentlich unser Ticket sagt. Unser Endergebnis ist im Endeffekt, wenn wir alles, was mit Departure anfängt, also Departure Location, Station, Platform, Track, Date und Time, müssen wir aufmultiplizieren bei uns auf dem Ticket, soweit ich das verstanden habe hier. Okay, ja, jetzt bin ich gespannt, was das bedeutet. Das heißt, wir haben hier erstmal... Das sind ja, okay. Erstmal haben wir natürlich unsere ganzen Regeln und die müssen wir jetzt quasi filtern. Was auch noch dabei stand, wir sollen hier die Tickets wegschmeißen, die invalid waren. Das heißt, das ist quasi noch so ein kleines Add-on zur Aufgabe 1. Das hier sind ja erstmal invalid Tickets. Das heißt, wir sagen hier, Sekunde, wir machen hier ein, Tickets ist gleich eine Liste. Und dann sagen wir hier einfach unten dran, if not invalid, also wenn es quasi ein gültiges Ticket ist, dann fügen wir das dieser Liste hinzu. Und zwar, was machen wir denn? Wir fügen die ganze Line hinzu. Nee, das ist dumm. Wir fügen Values hinzu, ist viel besser. Dann erstmal invalid auf
Doch, invalid, so, das passt so. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob das funktioniert hat. Es sollte eigentlich funktionieren, weil wir invalid ja auf jeden Fall setzen, weil Values ist ja niemals leer. Print Tickets. So, will ich erstmal ganz kurz mir ausgeben. Okay, perfekt. Wir haben hier sehr, sehr viele Tickets. Ja, sehr gut. Okay, wunderschön. Jetzt, mit diesen Tickets, das ist quasi unser Part 1. Und jetzt machen wir Part 2. Okay, also wir haben alle gültigen Tickets. Jetzt müssen wir das Mapping feststellen. Das bedeutet, im Endeffekt ist 0, also ist quasi unser nullter Wert, ist das eventuell eine Zone, Wagon, Type, Train und so weiter und so fort. Und irgendwann sollte das komplett rausfallen. Ich würde am besten mal eine Liste erstellen. Eine Liste, ein Dictionary, das von 0 erstmal eine Liste bekommt, also quasi, wenn wir 0 haben in diesem Dictionary, Sekunde, ich male mir das mal ganz kurz auf, wie ich es gerne hätte. Das ist unser Index, also quasi, wenn wir 0 sagen, ist das hier das nullte Ticket, also ganz vorne. Also 0, und das ist erstmal möglich für alles. Also sowas wie, Sekunde. Wir müssen ja den Namen auch behalten, ne? Zone und Departure X und Departure Y. So, das ist alles möglich dann. Und wir gucken dann in unseren Regeln von der Zone nach, ob das gültig ist. Wir haben hier oben unser Rules Dictionary. Da können wir quasi nachgucken. So, das wird jetzt ein bisschen eklig werden. Okay, jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier dieses Ding erstellen. Also wir wollen so ein Dings haben, das machen wir gleich, for i in a range von, ja, von was ist das eigentlich? Ist doch eigentlich len von Tickets, von irgendeinem Ticket, oder? Die sind ja alle gleich lang. Das müsste eigentlich unser i sein. Und das hier ist immer das Mapping von Rules, von Name, also von den Keys davon, oder? Also Rules.keys oder so. Darf ich das? Verdammt, darf ich nicht. Okay, warum nicht? Dict Keys, warum darf ich das nicht? Was ist dein Problem? Achso, ja gut, ich speichere es halt nicht. Wie nennen wir es? Possibilities ist gleich. Das geht, wunderbar. So, dann printe mir das mal bitte, damit ich weiß, dass ich hier auch keinen Mist gemacht habe. 0 Dict Keys. Ah ja, okay, Dict Keys ist doof. Das will ich nicht. Können wir das irgendwie listen oder so? Geht das? Ha, wir können. Haha, ich liebe Python. Ja, perfekt. Departure Location, Departure Station, etc., etc. Perfekt. So will ich das haben, genauso. Okay. So, jetzt müssen wir nachdenken. Wir haben, also das sind quasi erstmal alle Möglichkeiten. Wir wollen am Ende, dass die ganzen Listen hier nur noch eine Möglichkeit sind. Das heißt, wir gehen hier durch jedes einzelne Ticket durch und überprüfen, was sein kann. Also for t in Tickets. Und jetzt müssen wir überprüfen, kann bei diesem Ticket irgendwas hiervon nicht mehr sein. Dazu müssen wir erstmal durch die ganzen, also jedes Ticket ist ja quasi, oh Gott im Himmel. Dagegen sind Google Challenges ja einfach, ey. Ne, Moment, wir müssen hier, also erstmal ist jedes Ticket ja ich gebe mal ganz kurz hier das Ticket aus und dann exiten wir. Wir machen das jetzt mal für ein Ticket, damit wir hier ganz langsam uns vortasten. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. So, dieses Ticket hier, das ist erstmal 93,56. So, das ist ein Ticket. Das heißt, wir gehen hier durch for Value in Ticket. Printen wir mal den Value. Okay, dieser Value, das ist wahrscheinlich jetzt die 93 erstmal. Ja, das ist die 93.
Und diesen Value wollen wir jetzt überprüfen, für was der gültig ist. Beziehungsweise, wenn er für irgendeinen dieser Werte nicht gültig ist, dann wollen wir das aus diesen Regeln hier rausschmeißen. Also quasi, wenn wir 93 haben, können wir immer noch alles leider haben. Das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn wir 200 haben, dann schmeißen wir das. Verdammt, schmeißen wir nicht. Doch, dann schmeißen wir das hier raus. Ah, und bei 93 schmeißen wir die hier hinten alle raus. Also das. Aber leider ist es dann immer noch. Nee, schmeißen wir nicht raus. Wir schmeißen nur raus, wenn es wirklich für beide nicht möglich ist. Okay, also for Mini, Maxi in. Nee, wir müssen wir müssen hier quasi erst durch diese Liste durchlaufen. Also, for. Nein, das werden viele. Okay, for Key in Possibilities von, achso, wir haben keinen Zähler hier. Counter, V in enumerate von T. Von Counter, das wäre dann quasi unsere, also wenn wir unser Feld haben, 0 zum Beispiel, das wäre dann für die 93, also 0 wäre Counter, V wäre 93, dann holen wir uns hier die Possibilities von 0, das wäre das hier. Da sind mehrere Keys drin, am Anfang sind da alle Keys drin, also die Keys sind Departure Location, Departure Station und so weiter. Das sind die alle, Mann, ich krieg langsam Kopfschmerzen von dem ganzen Kram, das ist zur Hölle. Und da holen wir quasi die ganzen Keys und jetzt holen wir uns die Regeln davon in Rules von dem Key. Und da müssten wir jetzt Mini und Maxi rausbekommen. Und jetzt will ich bitte mal ganz kurz Mini und Maxi printen. Ist das richtig, dass wir hier in Rules, scheiße, in Rules sind mehrere. Ah, wobei, das ist ja eine Liste. Okay, dann passt das. Print Mini, Print Maxi und dann Exit. Also, mehr will ich gar nicht. So, ich will am Anfang 27, 180. Das hat funktioniert, oh mein Gott. Okay, also von 27 bis 180. Sehr gut. Das ist cool. Jetzt können wir hier. Warte, wir haben hier 3 Exit-Statements. Das ist ein bisschen creepy. Jetzt können wir hier überprüfen, ob das Ding gültig ist. Das heißt, wir müssen hier checken, ob if Mini kleiner gleich. Ja, jetzt müssen wir unseren Value überprüfen. V kleiner gleich Maxi. Und brauchen noch irgendwo ein Boolean, ob das Ding gültig ist. Weil wir brauchen den hier, oder? Brauchen den eigentlich hier. Weil wir wollen ja nur rausschmeißen, wenn es für beide nicht gültig ist. Und wir laufen ja durch eine Liste durch. Das heißt, possible ist gleich am Anfang erstmal false. Und wenn das Ding in der Range von einem von beiden drin ist, dann setzen wir possible auf true. So, und jetzt überprüfen wir, wenn das Ding, also jetzt ist das Ding ja possible, potenziell zumindest, potenziell possible. Genau, und dann sagen wir hier, if not possible, also wenn das quasi ein unmöglicher Wert ist, dann wirf bitte aus den Possible Fields von dem Counter, also Possibilities von Counter, wirf das ganze Ding raus. Wie machen wir das? Discard gab es doch hier, das müsste doch funktionieren. Discard von Key, wenn mich nicht alles täuscht. So, und das würde mir jetzt lasst uns mal ganz kurz hier einen Breakpoint reinsetzen. Immer wenn wir hier was rausschmeißen, will ich wissen, was rausgeschmissen wird. Das ist für mich jetzt irgendwie interessant. Okay, also unser erster Breakpoint, was schmeißen wir raus? Wir haben den, jetzt müssen wir uns erstmal hier, perfekt, wir haben das hier. Okay, also wir haben den 9. Counter, das heißt bei der 9. Regel, also beim Key Departure, wir sind bei Key Departure Plattform, und wir schmeißen quasi die Departure-Plattform raus bei dem 9. Counter. Was ist denn hier unser V?
was ist denn erstmal unsere Line? Nee, nicht Line. Line? Ticket. Ticket hätte ich ganz gerne. Ticket. Sekunde. So. Unser Ticket ist 93. Das ist das erste Ticket, was für den Value V 571 Departure-Plattform nicht möglich hat. Okay, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das erste Ticket hat 93, was habe ich gesagt, 500... Moment, was? Der Value ist 571? 93? Ah, hier, ich bin in der falschen Zeile. 571, so, das wäre der 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist der 9. Wert, das ist richtig. Und der soll jetzt nicht gültig sein für Departure Platform. Departure Platform hat von 36 bis 566 und von 572, wir haben 71, bis Ende. Das ist sehr gut, das sollen wir also rausschmeißen. So, perfekt. Das heißt, wir haben hier danach unter 9 keine Departure Plattform mehr. Das mache ich jetzt mal, das lasse ich jetzt quasi einmal kurz weiterlaufen bis zum nächsten Mal. Und jetzt sollten wir unter die 9 keine Departure Plattform mehr haben. Das kann ich doch nicht lesen. Never. Okay, wir vertrauen uns jetzt einfach mal hier und hoffen, dass das richtig ist. Wir machen den Breakpoint raus und lassen das ganze Ding einfach laufen. So, List Object has no attribute discard. Heißt, hey, ich wollte es ja auch. Ach so, das ist ja gar nicht auf dem Dictionary, das ist ja auf. Moment. Key. Da musste ich doch einfach hier Remove machen, oder? Müsste doch eigentlich genauso funktionieren. Wunderbar. So, jetzt haben wir natürlich nur die Error Rate ausgegeben. Jetzt geben wir uns am Ende mal hier bitte Possibilities aus. Print Possibilities. So, also 0 kann Departure Track. Oh, verdammt, das sind mehrere Möglichkeiten noch am Ende. Okay, fies. 0 kann Departure Track und Arrival Station sein. 1 kann Duration sein. Oh. 3 kann gar nicht sein. Das ist schlecht. Fies. Sehr fies. Und das können. Echt jetzt? 3 Sachen sein, 5 kann wieder nichts sein. 7 kann doch quasi alles sein. Ist das jetzt noch ein Rätsel oder wie? Oh Mann. Okay, warte, das muss ich anders ausgeben. For i in possibilities. Possibilities. Print i. Print i, oder was? Schauen wir mal. Ja, okay, das funktioniert nicht. Print i und Possibilities von i. So ist besser. Okay, also wir haben jetzt, das sind halt wirklich viele, wo gar nichts mehr möglich ist, ne? Also das wäre Duration. Duration kann ich dann bei den anderen rausstreichen, weil das muss ja dann hier drin sein. Aber was mache ich mit den Werten, die nichts haben? Wie viele Werte habe ich denn? Habe ich mehr Werte? Habe ich mehr als 19 Werte? Nee, ich habe 20 Stück. Ich muss bei 0 anfangen. Es sind genau gleich viele. Das heißt, das kann nicht stimmen. Weil wir hier bei 5 und bei 3 haben wir nichts mehr möglich. Bei 12 genauso. Bei 17, 18 haben wir auch nichts mehr möglich. Das kann nicht stimmen. Das ist doof. Also das geht definitiv einfach nicht, weil es muss bei jedem irgendein Wert zugeordnet werden. Habe ich die ungültigen Tickets rausgeworfen? Ich habe die alle rausgeworfen, oder? Also if not invalid. Tickets.append. Okay, dann haben wir hier Possibilities. Dann bauen wir uns das. Dann gehen wir hier durch und wenn das Ding possible ist, sieht für mich eigentlich richtig aus. Okay, also wenn wir das hier raus... warte mal. Wenn ich hier mit meinem Count... klar. Ich greife hier mit meinem Counter auf was zu. Ich greife hier mit meinem Counter auf Possibilities zu. Problem ist, dass ich hier eventuell das Ding schon rausgeworfen habe und dass ich dann quasi einzelne überspringe, beziehungsweise dass ich nicht alle beachte oder nicht. Was wäre denn, wenn wir hier mit
Possibilities von Counter. Was gibt mir das? Das gibt mir den Key. Wo habe ich noch alle Keys? Ich habe noch alle Keys in rules.keys. Mal schauen. Gucken wir mal, was da passiert. Oh, okay. List.remove x, x not in list. Ja gut. If not possible and key in possibilities vom Counter. Wir müssen jetzt ein bisschen hier quetschen, ne? Jetzt sind es noch weniger Werte. Ah! Kein einziger Wert ist mehr gültig. Okay, das ist doof. Okay, nee, das kann nicht sein. Aber eigentlich ist es richtiger als davor, oder nicht? Weil, wenn ich jetzt hier durchiteriere, also davor hatte ich doch... Keys gibt mir aber schon eine neue Liste, oder? A set like object providing a view on these keys. Ja gut, dann machen wir halt ein Set draus, ne? Können wir ja auch machen. Also ich meine, ist völlig egal. Oh, ja, ist trotzdem ein leeres Set. Das funktioniert genauso. Das ändert halt auch nichts, die sind auch alle leer. Habe ich hier was vergessen? For E in Range, Len von Tickets. Ne, das wäre ja noch mehr löschen. So, for T in Tickets, for Counter, V in Enumerate von T. Also ich zähle quasi alle Werte auf. So. Dann gehe ich durch jeden einzelnen Key durch, der eventuell noch hier drin sein könnte. Und ziehe mir die beiden Mini- und Maxi-Values. Habe ich hier alle Values? Ich meine, Rules von Key, da habe ich da wirklich beide mal drin? Ich printe mir das hier mal. Mini, Maxi. Und wir exiten mal nach dem ersten Durchgang. Ups, exit. Ja, wir müssen ja hier auf jeden Fall 2 bekommen. So, 27, 180, 187 und 953. Doch, das ist richtig. Und possible wäre der Wert ja eigentlich auch noch. Aber wir haben schon die richtigen Tickets auch alle gelöscht, ne? Sonst hatten wir ja keine Error Rate hier gehabt. Tickets haben wir Tickets.append Values. Aber nur wenn nicht invalid. Aber die Error Rate haben wir ja richtig gehabt. Invalid. Nee, doch. If invalid gleich false. Ja, genau. Und if invalid erhöhen wir die Error Rate. Das stimmt schon eigentlich. Dann haben wir, ich verstehe es nicht. For Mini Maxi in Rules von Key. Das heißt, das liefert uns immer die Werte, ne? Wisst ihr was? Wir machen das nochmal rückgängig. Und dieses Exit, das führen wir jetzt mal hier aus. Achso, halt, stopp. Das führen wir dann hier aus. Mal nach dem ersten Durchgang. Das ist quasi, wenn wir durch jeden Key durchgelaufen sind. Also wenn wir alle Rules mal durchgeguckt haben, oder? So, das müssten alle Rules sein. 27, 180, 187, 47 bis 47 bis 7. 4, 6. 50 bis 441, das ist der hier. Ich mache jetzt so stichprobenartige Kontrolle hier mal ganz kurz, ob da wirklich auch... Das sind zu viele, kann es sein? Das sind ziemlich viele. 310 bis 975. Wie viele sind das? Doch, das passt. 40 bei 20 Regeln, das ist völlig fein. Das ist okay. Dann haben wir hier alle ausgegeben. Possible gleich false. Possible ist false, das heißt, wir setzen es erst hier auf possible, wenn wir wenn der Wert innen drin irgendwas entspricht. Das ist doch eigentlich auch richtig. If not possible und der Key in Possibilities von Counter liegt, wobei wir hier durch die ganzen Keys durchiterieren,
Das heißt, wir gucken uns jeden Key einmal an, gucken uns die Regel von jedem Key einmal an und entfernen dann basierend auf dem Counter, also das heißt, wir entfernen den Key auf dieser Liste. Das sind schon alles unique Listen, ja, ne? Weil sonst hätte ich ja auch das hier nicht. Achso, gut, das funktioniert nicht. Sonst hätte ich ja auch nicht die Möglichkeit, dass ich hier plötzlich irgendwie Arrival Station stehen habe und bei dem hier unten alles stehen habe, wenn es bei den anderen nichts ist. Schwierig, Leute, sehr schwierig. Also, irgendwas. Das ist das Einzige, was ich hier geändert habe, ne? Alles andere ist genau gleich geblieben wie bei dem allerersten. Und was mich ein bisschen stutzig macht, muss ich sagen, ist das hier. Possibilities. Oh. Set. Hä? Das hat es aber vorhin nicht getan. Okay. Interessant. Also muss ich jetzt so durchiterieren. Aber gut, vorher hatte ich Listen. Ja, richtig. Aber das heißt, ich hab halt nicht mal die Dings, ne? Was, wenn ich hier draußen. Ja, gut, das wird schon ein Set sein, ne? Wenn ich den Key einfach weglasse? Funktioniert eigentlich genauso, ne? Ja, ist genau dasselbe. Ne, macht eigentlich keinen Unterschied. Kann man eigentlich auch drin lassen. Was mich jetzt noch interessiert. Wie sehen die Possibilities denn am Anfang aus? Print Possibilities. Und dann exiten wir. Wie sehen die denn am Anfang aus? Das war doch richtig, oder? Wagon, Seat, Class, Zone, Route, Departure, bla bla bla. Und dann wieder 1, Wagon, Seat, das sind alle drin. Das ist schon richtig. Also die Dinger sind erstmal vollständig. Und warte, Sekunde. Wo ist die Python Console? Auch für das letzte, ne? Wir haben hier 18. Haben wir 19 nicht? Doch, 19, hier. Die sind alle drin. Die sind absolut alle drin und wir entfernen sie tatsächlich alle wieder. Die können doch nicht alle ungültig sein. Wir haben doch die ungültigen Tickets haben wir doch rausgeschmissen. Die ungültigen Werte müssen hier rausgeworfen werden. Das tun wir hier. Possibilities.counter, remove Key. Das ist schon richtig. Und wir haben ja hier oben auch die gültigen Tickets da quasi loslaufen lassen. Error Rate plus gleich V. Ja, und wenn das Ticket nicht ungültig ist, dann fügen wir es hinzu. Error Rate gleich 0. Habe ich irgendwie nicht alle Tickets oder sowas drin? Nee, wobei ich fange bei 25 an. Und da haben wir ja geguckt, dass das erste Ticket ist und wir laufen bis zum Ende der Tickets durch. Also die stimmen auch. Ich weiß tatsächlich nicht, was hier das Problem ist. Ich glaube, ich will das nochmal zurückhaben. Und zwar, ich will da nochmal eine Liste draus bauen. Weil wir haben am Anfang hier gesagt, wir haben Possibilities.counter. Und durch das laufen wir durch. Und da hatten wir Mehrwerte, ne? Hier, seht ihr das? Da haben wir Mehrwerte zur Verfügung gehabt. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Weil im Endeffekt sollte das eigentlich gleich sein. Oder überspringen wir da einfach einzelne Werte? Das kann natürlich auch sein. Ich will mal ganz kurz hier die Keys ausgeben. Print Key. Und so ist es sortierter, das mag ich eher. So. Okay, also wir haben Departure, Location, Station, Platform. Wieso ist die 16 zu? Departure, Location, Station, Platform, Track, Date, Time. Dann die Arrival, Location, Station, Platform, Track. Class, Duration, Price, Route, Wagon. Und dann haben wir wieder dasselbe. Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen hier Keys. Ist das schon belegt? Nein, Keys ist nicht belegt. Von Counter und das kopieren wir wirklich deep. So, dann Keys. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das schief läuft. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich mache jetzt nochmal Dinge.
Jo, dann sind wir wieder bei dem, was wir vorher hatten. Okay, also hatten wir tatsächlich einen Fehler hier drin, wenn wir das so machen. Weil wir hier einzelne Teile überspringen. Das ist natürlich doof. Ja, dann können wir auch gleich wieder zurückgehen zu den Rules. So, Rules.keys. Dann sind wir hier wieder dabei. Das ist sogar die richtigere Variante. Aber warum werfen wir so viel raus? Warum ist bei uns so viel ungültig? Und die Error Rate war ja richtig. Haben wir hier oben die Tickets irgendwie? Also ich meine, wir hatten die richtige Error Rate. Das heißt, wir haben richtig detected, ob das Ding kaputt war oder nicht. Und hier sagen wir if not invalid. Keine Ahnung, sollte eigentlich nichts dran ändern. Wenn wir es hier überschreiben, ja, das ändert nichts dran. Das macht nur mir hier dieses Warning weg, dass es eventuell nicht definiert sein könnte. Das macht keinen Unterschied. Haben wir die Ranges nicht alle? Doch, die Ranges waren auch alle richtig. Wir hatten 40 Stück davon und der Int ist richtig erkannt worden. Ich bin mir sicher, dass es irgendwas komplett Dummes ist. Irgendwas komplett Dummes, was ich gerade nicht sehe. Vielleicht ist es auch richtig. Ich weiß es nicht. Nee, kann eigentlich nicht sein, ne? Ich meine... Haben wir das Richtige immer entfernt? Counter. Possibilities von Counter. Aber nur, wenn es nicht possible ist. If not possible. Und hier setzen wir possible immer auf true. Ich meine, wir können diese Vorschleife hier noch flatten, wenn ihr wollt. Dann haben wir wenigstens eine Vorschleife weniger. Das wäre dann Rules von Key von 0. Von 0. Kleiner gleich. Und dem wäre dann... Das war ja eigentlich auch richtig. Rules, das wäre das Maximum. Or... das hier, das sind wir nur mit 1. So, dann sind wir hier quasi eine Vorschleife los. Und... was sagen wir dann hier? Else. Possible gleich false oder sowas? Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, vielleicht ändert sich ja jetzt was. Ne, ändert sich überhaupt nichts. Das heißt, wir haben es richtig kopiert. Wow, irgendwas stimmt an unserer Berechnungsvorschrift nicht. Also im Endeffekt ist das halt genau dasselbe. Ist halt nur unübersichtlicher, ohne Ende. Was habe ich hier gemacht? Was? Invalid. Achso, ja genau, das war das Invalid. Okay. Nee, das ändert überhaupt gar nichts. Also, mir fällt tatsächlich nichts anderes ein, außer hier komplett zu debuggen. Das wird echt kein Spaß werden hier jetzt gerade. Okay, das erste, was entfernt wird. Achso, halt, stopp, da oben stehen nochmal die Werte dabei. Ja, aber possible ist false. What the fuck? Achso, ja, gut. Es ist offensichtlich nicht in der Range gewesen. Okay, das heißt, was haben wir denn hier? Wir wollen entfernen. Boah, ich habe keinen Platz. Richtig, das hatten wir ja schon geguckt. Das war die Departure-Plattform. Das ist okay. So, mal weiter. Nächster. Jetzt wollen wir entfernen Arrival Track aus dem Ticket. Das hier. Und zwar bei Counter 17. Was wiederum welchen Wert hat? Value 658. 658 bei 17. So. Boah, das kann ich so nicht debuggen. Das ist viel zu krass.
Okay. Also, wir sagen hier, Removal. So, dann sagen wir, was wir removen wollen. Und zwar Key ja, Key. Das wäre dann, was wir entfernen wollen. Und wir wollen es aus Index. Index ist der Counter. Wir entfernen. Was entfernen wir denn? Der Value ist noch interessant fürs Entfernen. V. Und Constraints oder Rules oder wie auch immer wir es nennen wollen, sind Rules von Key. So, und das geben wir uns jetzt mal aus. Und danach vielleicht nochmal eine neue Zeile, damit wir es hier auch sortiert haben. So, und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Eieiei, das sind viele. Okay. Also wir entfernen Departure Plattform. Die Rules für Departure Plattform sind 36 bis 566 und 572 bis 933. Wir haben den Value 571, was nicht dabei ist. Okay. Wir entfernen Arrival Track. Constraints sind richtig und wir haben 658. Na gut. Wir entfernen Departure Plattform schon wieder, weil wir den Wert 569 haben. Das ist auch richtig. Schon wieder Departure Plattform. 509. Also mal, wir sind nicht die ganze Zeit bei Wert 569. Warum haben wir so viele 569er? 501. Index 6. Haben wir so häufig 569? 569, 569, okay, gut. Von mir aus. Gut, dann entfernen wir 657. Das ist auch richtig. Arrival Track. Ist auch richtig. Ist auch richtig. Irgendwas stimmt in meiner Logik noch nicht. Vielleicht geben wir uns hier mal noch was anderes aus. Und zwar Print. Wir wollen, was wollen wir denn machen? Wir wollen die Possibilities uns ausgeben. Possibilities, von Counter before. Und dann wollen wir, das machen wir danach und das machen wir danach. Und das hier, machen wir auch danach. So, mal gucken, vielleicht haben wir hier irgendwelche komischen Sachen gemacht. Vielleicht ist da irgendwas broken. So, wir entfernen, was entfernen wir denn hier? Wir entfernen Train. Okay. Wir haben noch relativ viel zur Verfügung. Wir entfernen Train. Und das hat soweit auch funktioniert. Ich verstehe es nicht. Wir entfernen Price. Warum entfernen wir Price? Value 991 ist offensichtlich nicht mehr in der Range. Price wird entfernt und wir haben genau einen Wert weniger danach. Root 991 auch nicht mit drin. Das entfernt halt sehr, sehr viele, wenn man solche komischen Outlier wie 991 hat, ne? Dann haben wir wieder 991. Deswegen entfernen wir Row. Wieder 991. Der hier macht wirklich sehr, sehr viel kaputt. 991, ist das überhaupt irgendwo ein gültiger Wert? 991 ist nirgends ein gültiger Wert. Hä? Moment, ich habe doch die ungültigen Werte rausgefiltert. 991
974, 68, 66, 62, 65, 49. Nee, 991 ist nirgends ein gültiger Wert. Okay. What? So, jetzt gebe ich mal hier meine ganzen Invalid Values aus. Okay. Das sind die Vs. 317. Offensichtlich ein paar Mal. Vielleicht machen wir das nicht hier, vielleicht machen wir das hier. So, 986, 991 müsste hier auch irgendwo dabei stehen. Hier, 991. Warum hat es dann hier nicht funktioniert? What? If not invalid. Wenn der Wert gültig ist, dann hängen hier an. Warum sind in meinem Ticket dann alle Werte drin? Moment. I in Tick oder VT in Tickets. Wenn ich so einen dummen Fehler gemacht habe, dann kotze ich aber, glaube ich, im Strahl hier. Print, wenn ihr den wahrscheinlich schon seit Stunden gesehen habt. Ich bin jetzt auch schon wieder 56 Minuten am Aufnehmen. Manchmal macht man so dumme Fehler, ne? T. Moment, nee. If 9 in T. So. Print. Error. So, genau so sollte man nicht debuggen. Seid besser als ich. Error. Okay, irgendwas ist offensichtlich in meinen Tickets kaputt gegangen. Mann! Was zur Hölle? If invalid. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt genau andersrum, weil das hier hat offensichtlich gestimmt. Ansonsten hätten wir ja die falsche Error Rate ausgegeben. Ich verstehe nicht, was hier schiefgegangen ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh. Wenn der letzte... Oh nein. Oh nein, oder? Natürlich. Oh, ich bin so hohl manchmal. Oh mein Gott. Heute wird es emotional, ich sag's euch. Okay, also dann machen wir hier else. Also wenn es, also quasi hier, wenn es invalid ist, dann machen wir die Error Rate höher. Else fügen wir Tickets. .append values. Also ja, kein Wunder, dass wir keine Möglichkeiten dann haben. So. Jetzt machen wir das Exit hier wieder raus und ich wette mit euch, wir haben es schon quasi gelöst. Ups. Ja, das lassen wir vielleicht mal. Das machen wir hier wieder mal raus. Das wird nämlich ungünstig so und dann Moment, was? Nein. Hä? Immer noch? Oh, ich sollte vor allem nicht so häufig hier diese Values hinzufügen. Das ist vielleicht nicht ganz so clever. Okay, aber was wäre denn, wenn wir... Sekunde, lasst mich mal kurz mal wieder nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar, wenn wir hier einen Break machen... und hier auch ein... Brauchen wir hier einen Break? Ist egal. Wir machen hier auch einen Break rein. Dann, wenn wir vor allem dieses Break hier haben, dann gehen wir hier aus dieser Vorschleife raus und Invalid ändert sich nicht mehr. Das ist ja gerade das Problem, dass sich Invalid hier geändert hat, weil ich dumm... okay, und das sollte natürlich... das Kommentar gehört zu dem oberen, wobei wir das rausmachen können. Und ja, das Problem war, wie gesagt, hier, dass Invalid sich ändert. Und wenn ich jetzt hier aus dieser For rausbreche, dann kann ich hier auch schreiben, if not invalid, und dann sollte das sich appenden. Und dann schauen wir mal, was wir hier unten bekommen. Perfekt. Das ist genau das, was... Oh mein Gott, endlich. Puh. Okay, Leute, wir haben es quasi geschafft. Noch nicht ganz, natürlich. Jetzt müssen wir hier die Werte multiplizieren bei unserem eigenen. So, das Problem ist, wir haben hier mehrere Werte, aber ich könnte drauf wetten, hier haben wir zum Beispiel Arrival Station. Wenn wir Arrival Station haben, können wir hier Arrival Station rauslöschen oder bei allen anderen im Endeffekt und können dann hier Duration haben und dann löschen wir Duration bei allen raus und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das perfekt aufgehen wird. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das aufgeht. Und zwar... Lasst uns das mal ganz kurz machen. Wenn wir hier, also das brauchen wir jetzt nicht mehr. Endlich. Haha. Okay. Also for for key in possibilities.
If, while, wie machen wir das? While, true erstmal. Wobei, nee, weil true ist doof. Aber, if, wenn der Key hier nur, also wenn wir quasi nur die Länge 1 haben, Possibilities von Key, wenn das die Länge 1 hat, dann löschen wir das bei allen anderen raus. So. Das bedeutet, wir löschen das bei allen anderen raus. Also löschen wir in dem Fall to delete ist gleich Possibilities von Key von 0, weil es ja die Länge 1 hat und das müssen wir jetzt bei allen anderen rauslöschen. So, for i in Possibilities, Achtung, löschen wir das jetzt raus. Und zwar to delete, Possibilities von i Punkt remove to delete. So, sollte das passen, oder? Jetzt haben wir hier eine While-True-Schleife, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Wie lange machen wir das? Wir machen das so lange, wie sich was ändert. Was ändert? Changed. While changed. Changed gleich, changed gleich true. Und hier drin sagen wir als allererstes, dass sich nichts mehr geändert hat. Changed gleich false. Das ist nur, damit wir es starten können überhaupt. Und hier unten haben wir natürlich wieder eine Änderung gehabt. Das heißt, changed gleich true. Und solange wir eine Änderung haben, machen wir das. Gut. Und jetzt geben wir uns das mal print possibilities. So. Okay. Value error. X not in list. Hä? X not in list, aber dann brauchst du es doch nicht. Achso, ja klar, natürlich. If i in geht das? Possibilities von i? Ich glaube, das kann ich nicht machen, ne? Warte, nee, if nee, Moment, das kann ich auch nicht machen. To delete kann ich das? Nee, kann ich nicht. Schade, das wäre noch cool. If not i in to delete, andersrum, if to delete not in Possibilities von i, so rum. Continue. Was? Warum? Change gleich true. For key in Possibilities. Wenn die Länge gleich 1 ist, dann hol dir das, was du löschen möchtest, also Possibilities von Key von 0, was in unserem Fall die Arrival Station wäre, und dann gehen wir hier durch alle Possibilities durch. Durch alle Possibility. Ja, dann gehen wir durch alle durch. Oh Mann. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Oh, jetzt ist leer. Ich wusste nicht mal, dass man not schreiben kann. Not in. Aber das ist auch interessant zu wissen. Jetzt ist leer. Warum ist es leer? Weil ich dumm bin. Ich bin heute sehr dumm. Es tut mir wahnsinnig leid. If i... Oh, warte. Wir machen es besser. If i gleich j... gleich key. Oder not to delete nicht vorhanden. So, perfekt, genau so. Okay, und jetzt haben wir genau 1 pro diesen ganzen Dingern hier. Wir haben wirklich die exakte Länge 1, das ist super. Okay, so, das bedeutet, wir können jetzt hier durch die ganzen Dinger durchiterieren. Was sollen wir aufsummieren? Wir sollen multiplizieren 6 Werte, und zwar alle mit Word Departure. Das heißt, for i in Possibilities, if Possibilities von i von 0, weil wir ja nur noch eine Liste haben mit einem Wort, das werde ich jetzt nicht umformen. Und jetzt sagen wir hier Departure in Possibilities von i von 0. Dann
oder Part 2 ist gleich 1. Wir müssen auf multiplizieren, also starten wir mit 1, sonst wird es 0, weil 0 mal irgendwas ist immer 0. So, for departure and possibilities von i von 0. Dann, also if wenn das drin ist, dann wollen wir den Wert aufmultiplizieren, so dass i ist jetzt quasi unser Index, also 0 zum Beispiel wäre die Departure-Plattform, also müssen wir 0, wir müssen bei unserem, myTicket ist gleich int von i, for i in lines, wir müssen echt nochmal auf Lines zugreifen, ne? 22, 23. Müsste 22 sein, weil wir ja bei 0 anfangen zu zählen. Also for i in lines von 22. Punkt split in Komma. So, myTicket, Part 2 ist gleich 1. Und dann gehen wir hier durch und multiplizieren das auf myTicket von i. Quatsch. Part 2 mal gleich myTicket von i. Und dann müsste ich mir meinen Part 2 ausprinten können, oder? Das sieht richtig aus. Glaube ich. Also es ist eine hohe Zahl, aber ja, keine Ahnung. Oh, irgendwas, ups, ich glaube, ich habe aus Versehen zweimal abgeschickt oder sowas. Aber auf jeden Fall habe ich meine 32 Sterne. Das bedeutet, es hat funktioniert. Also in dem Sinne haben wir es geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geschafft hat. Sonst hätten wir keine... Lass mich nochmal kurz aktualisieren. Ja. Both parts of the puzzle are complete. They provide 2 stars. Okay, irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Perfekt, dann haben wir es geschafft für heute. Sorry, dass es so lange gegangen ist. Ich glaube, ich bin halt einfach echt ein bisschen boosted gewesen gerade. Und ja, wundert euch nicht. Es ist halt manchmal einfach so, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Und manchmal übrigens, was gerade leider auch passiert ist, manchmal schmiert meine Aufnahme ab. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich an einem Teil das Gefühl haben, dass ich geschnitten habe. Ich habe es versucht, irgendwie möglichst nicht zu machen. Und ja, leider ist mir halt 2 Minuten oder sowas von meiner Aufnahme sind mir flöten gegangen. Aber ich glaube, das hat man jetzt nicht wirklich gemerkt. Ich habe eh lang genug debuggt. Genau. Alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, also morgen. Bis dann. Ciao, ciao.